Federico Valverde, die Maschine, 3:0 gegen City. So muss das sein. Wir sind wieder zurück. Aber vorsichtig, Freunde. Vorsichtig, da kommen wir gleich zu. Ihr kennt mich. Ihr kennt, dass ich Real Talk spreche. Aber wir wollen natürlich erstmal Real Talk über dieses geile Spiel gestern, machen. Wir gehen rein. Mein Name ist Dennis. Schön, dass ihr da dabei seid. Hala Madrid. Ja, 3:0 gegen City. Wer hätte es gedacht? Ich tatsächlich nicht. Ihr wisst es, weil ich habe ja vorher gesagt, das wird ein hartes Stück Arbeit oder es wird wahrscheinlich gar nicht funktionieren, weil City einfach top drauf ist. Natürlich habe ich auch schon andere Leute in meinem Bekanntenkreis gehört, die gesagt haben, City war schwach. Am Anfang habe ich so ein bisschen aufs Spiel natürlich, wie allgemein die 90 Minuten natürlich geschaut, aber da habe ich oder wollte ich fast zustimmen. Sie waren natürlich, muss man auch dazu sagen, nicht, sag ich mal, so präsent wie sonst. Aber warum wohl auch nicht? Weil Real das einfach vernünftig und richtig gut, gemacht hat und City im Endeffekt aus dem Spiel genommen hat. Endlich mal Kampfleistung. Vini hat nach hinten mitgearbeitet. Zu Vini kommen wir übrigens nochmal. Auch noch, natürlich, ist klar. Und alle haben im Endeffekt richtig gut mitgemacht. Nach hinten, nach vorne. So wie ich das eigentlich die ganze Zeit sehen möchte. Und warum klappt es sonst nicht? Aber warum, weshalb, wieso, ist völlig unwichtig. Gestern hat es geklappt. Und ja, einer hat vor allen Dingen gezeigt, was er kann. Und zwar ein Hattrick in einer Halbzeit. Valverde, ist auch hier, ich blende das mal ganz kurz ein, mit 9,7. Also ganz ehrlich, Vini hat mal mit seinen 2 Toren eine 10 Sternebewertung bekommen. Hier kriegt Valverde mit einem Hattrick und im Endeffekt ein geiles Spiel. Er war nämlich überall. Im Endeffekt hat er alle zusammen, mit angeführt. Also Toni Kroos weiß schon ganz genau warum er ihnen die Nummer 8 gegeben hat. Und er ist der Kapitän. Es ist einfach genial gewesen. Also muss schon sagen, eigentlich waren alle richtig gut, was heißt eigentlich außer? Es gibt eigentlich, wie ihr sehen könnt, nicht Kroos eine Ausnahme. Vielleicht der junge Pitac, wenn richtig ausgesprochen, sorry, der war jetzt nicht, könnte man vielleicht auch so ein bisschen der Fehler zum Schluss, der hätte auch so einen Gegentreffer führen können, aber sonst wirklich alle, sag ich mal, stabil gut. Mondi, ist jetzt nicht so herausragend gewesen. Hausen war auch nicht auffällig unbedingt. Rüdiger im Endeffekt auch nicht. Trent, am Anfang des Spiels habe ich gedacht, das muss aber besser werden. Der hat sich dann gefangen. Und Arda Güler, Brahim Diaz natürlich richtig mit diesem geilen Pass. Und was soll man eigentlich sagen? Es war richtig top. Aber Vini, sagen wir mal so, hat sich wirklich zurückgehalten. Ich muss aber dazu sagen, dass Vini nach hinten raus gut gearbeitet hat, tatsächlich mal. Und er hat kaum gemeckert. Es gab jetzt auch nicht so viel zu meckern, aber er hat ein paar Situationen hätte es gegeben, aber er hat es nicht gemacht. Fand ich richtig gut. Weil wir schon bei Vini sind, der Elfmeter. Das ist das Einzige, was ich wirklich bemängel. Warum springt man wie so ein Reh an Anfang? Schießt doch bitte einen vernünftigen Männer-Elfmeter und nicht so ein Schwachsinn da. Weil ganz ehrlich, das darf sich nicht rächen. Weil 4:0 wäre fast, das wäre ja schon fast durch eigentlich. Darf man nicht vergessen, ne? Weil auf der Insel bei City könnte es noch mal eng werden. So. Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir keinen Gegentreffer diesmal bekommen haben, weil sie müssten 4 Tore machen und dürften keinen zulassen. Aber hätten wir gestern, oder hätte Vini das Scheißding reingemacht, muss ich wirklich so sagen. Und nicht so einen schwachsinnigen Elfmeter, den er grundsätzlich macht, mit den Springen davor. Also ganz ehrlich, das sind doch keine Elfmeter mehr. Weil dann hätten wir 4, dann hätte Ziel 5 Dinger machen müssen und dann, eigentlich ist es dann schon geritzt. Ja. Also es war ein richtig geiles Spiel und hinten raus, wie gesagt, hinten auf die Abwehr ist im Endeffekt gar nicht so wirklich aufgefallen. Sie waren gut da, ne, aber ich meine, aufgefallen im negativen Sinne nicht. Hausen ziemlich ruhig. Rüdiger war allerdings ab und zu mal richtig gut da. Thibaut Courtois brauchen wir nicht drüber reden. Vor allen Dingen Weltklasse wieder, wie er den gehalten hat. Fast zum Gegentreffer bei den Abwehrfehler. Und sonst waren einige alle präsent und Valverde war einfach der King, die Maschine. Aber das sage ich schon die ganze Zeit. Deswegen wird auch noch mal ein Trikot, was ich schon bevor dieses Spiel vorhatte, schon vor 2 Jahren. Ich habe immer noch kein Valverde-Trikot. Arda Güler Valverde ist eigentlich dran.
Und ja, hier ist Modric drauf, ich habe ein MAP, ich habe Vinny, ich habe, ja, die anderen älter, Ramos, ne? Ja, wenn ich das ab und zu mal da hinten sehe, vermisse ich Ramos. Ich vermisse ihn einfach, aber er war eben einfach ein bisschen, ja, das ist irgendwie Dummheit gewesen, aber schade. Ja, auf jeden Fall, ja, sehr geiles Ding. Wir können mal ganz kurz vorausschauen auf das Rückspiel nochmal und dann vielleicht aufs Viertelfinale, weil da wird's wirklich hart. Und das muss man auch so sehen. Auch, klar, da kommen wir auch gleich zu, wir sehen Real Madrid, das ist Champions League. Wir sind da anders, das hat man eben gestern gesehen. Und uns darf man nicht unterschätzen. Albelora hat das auch in Video in der Pressekonferenz gesagt. Wir müssen uns von niemandem verstecken, bla bla bla. So ist das eben auch. Wir sind Real Madrid. Aber im Viertelfinale, wenn wir da hinkommen, wo ich von ausgehe, wird der FC Bayern warten. Weiter wird er warten, weil da wird sich nichts ändern. Die haben 6-1 in Atalanta gewonnen. 6-1. Ne, auch wenn wirklich Atalanta schwach war, aber was heißt schwach? Das Ding, was ich einfach den FC Bayern anrechne, ist, sie feuern durch. Selbst wenn sie 6-0 führen, feuern sie weiter. Und das ist hart und das ist gefährlich. Und da muss man aufpassen. Und die spielen schnellen Fußball. Also, ich will jetzt, also ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, das wird hart, ne? Also, das wird ein hartes Spiel. Da ist das jetzt, glaube ich, noch nichts gegen. Aber wir sind Madrid, ne? Und das haben wir gestern gesehen. Und ja, auf das Rückspiel, es wird schwerer werden, definitiv. City wird Gas geben, sie werden die Fans hinter sich haben, es ist auf der Insel, es ist immer anders, aber ich bin eigentlich ich denke mal, wir schaffen das. Wir werden das schaffen. Geil wäre natürlich noch mal so ein Spiel abzuliefern wie heute auf der Insel. Es wäre natürlich ein absolutes Ding. Und ja, also falls wir im Viertelfinale gegen den FC Bayern antreten, höre ich jetzt schon die Bayern-Fans, falls da welche gesperrt sein sollten, falls da welche verletzt sein sollten. Ja, wir haben ja Verletzte, ihr kennt ja Bayern-Fans. Ja, und was haben wir? Ich glaube, es gibt keine Mannschaft, müsste ich jetzt wirklich nachschauen, recherchieren, es gibt keine Mannschaft, die so kaputt ist. Und plus dieses ganze Chaos um uns herum als Real Madrid aktuell. So, und deswegen, das muss man ja auch noch mal hinzufügen und sagen, das muss man auch noch honorieren. Überlegt euch mal, den spielen wir so. Wir hatten gestern allerdings weniger Ballbesitz tatsächlich zu Hause. Guckt euch mal an, ich sehe ja das nicht falsch. 30, 40 oder 60, kann das überhaupt hinkommen? Es ist das ganze Spiel, okay. Torschüsse, ihr seht das, ich zeige euch das mal. Ja, also egal, lassen wir es so stehen. Bisschen komisch, wir waren eigentlich grundsätzlich on point am Ball und haben weniger Ballbesitz in zum Schluss gehabt. Okay, lassen wir es so stehen. Egal, merkwürdig ist das schon, weil ich wollte gerade sagen, wie wird das gerechnet? Also ich fand jetzt nicht, dass City, wir hatten ihnen eigentlich wenig Chancen gegeben und dass sie dann mit 40, 60, naja, I don't know, was hier wieder auf der Seite da gemacht wird. Auf jeden Fall geiles Spiel. Schreibt mal unter, wie ihr das fandet. Valverde, die Maschine. Und ich habe immer gesagt, es ist einfach immer ein geiler Spieler. Das ist der kompletteste Real Madrid-Spieler. Ist er einfach. Bayern München möchte ihn ja angeblich haben. Gerücht, keine Ahnung. Das wird nichts, Freunde. Das wird nichts. Aber vor dieses Spiel, der wird einfach nicht zu den FC Bayern gehen. Ist einfach Fakt, ne? Ja, dementsprechend schreibt mal unter, was ihr davon, habt ihr das Spiel gesehen? Es ist, gleich vorweg, alles natürlich ausbaufähig. Und nochmal, das hätte ich jetzt fast vergessen, ich habe am Anfang des Videos gesagt, vorsichtig. Wir freuen uns jetzt, wir haben gut gespielt, aber das haben wir auch beim 6-1 und so weiter. Natürlich City eine andere Mannschaft, aber wir haben gut gespielt. Aber vorsichtig, Freunde, die Steigerung muss trotzdem kommen. Es gibt überall noch Steigerung, Weitsteigerung. Wie wäre das Spiel ausgegangen, wenn Mbappé noch dabei gewesen wäre? Wäre es überhaupt so ausgegangen, hätte Valverde überhaupt 3 Tore dann gemacht, dann wäre das alles so ein bisschen vielleicht anders gewesen. Vielleicht hätten wir 5-0 City abgeschossen, 6-0, dann wäre das durch gewesen. Aber Fakt ist, wir müssen aufpassen, jetzt nicht wieder, ja und so. Immer vorsichtig. Wir haben da ist noch so viel Luft nach oben. Und das soll nicht arrogant klingen, ist einfach, ne, es muss einfach noch so viele andere Sachen, vor allen Dingen hinten trotzdem müssen so viele andere Sachen noch funktionieren, die beim FC Bayern zum Beispiel, wenn der kommt, einfach funktionieren müssen. Sonst wird das schwierig.
weil sonst sieht das böse aus. Ich meine, das habe ich auch bei City gesagt, aber ihr wisst, Bayern ist eine andere Mannschaft als City aktuell, ne? Und Kompany hat die da im Griff und der schleift sie und es muss immer Feuer. Ich habe auch gesagt, Kompany ist ein guter Trainer, habe ich aber vorher schon gesagt. Und dann hat ihn Bayern geholt und ich sage, oh, guck mal. Naja, gut, ihr könnt auch in den Kommentaren schreiben, dann war's das wieder, Hala Madrid, und verlinkt dieses Video, speichert dieses Video, sendet dieses Video jeden Leuten, das würde mich freuen und weiterhelfen, damit wir hier größer werden, und dann Hala Madrid, Freunde, und bis zum nächsten Mal.